Hallo, liebe Musikerinnen und Musiker. Welche Bilder kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie eine Jazzballade hören? Die meisten werden jetzt wohl eine Bar nennen, wo sich ein eng umschlungenes Paar langsam auf der Tanzfläche wiegt. Die anderen Gäste sind schon längst gegangen und der Barkeeper wartet darauf, endlich auch das letzte Licht löschen zu können. Nur noch dieses letzte Lied. Naja, vielleicht rufen Sie dies ja auch manchmal Ihrer Lebensgefährtin oder Ihrem Lebensgefährten spät in der Nacht zu, bevor Sie das Keyboard ausschalten und anschließend ganz zufrieden ins Bett fallen. Naja, jedenfalls, diese beiden Szenen brachten mich auf den Namen meiner Komposition. Mit den Ensemble Voice Playing Lernpaketen sollen Sie lernen, wie Sie mit einer gezielten Mehrstimmigkeit der rechten Hand die Ensemble Voices steuern können. Sind Sie noch nicht fähig, mit der rechten Hand vierstimmig zu spielen, sollten Sie mit dem Kauf dieser Lernpakete noch warten. Ganz wichtig für ein optimales Ergebnis ist, dass Sie ganz sauber spielen. Und dazu müssen Sie was über die Funktionsweise der Ensemble Voices wissen. Insbesondere, wenn es sich wie in diesem Paket um die inkrementelle Spielweise handelt. Bei dieser Spielweise schaut Ihnen das Keyboard genau auf die gedrückten Tasten rechts vom Style-Splitpunkt und analysiert blitzschnell, wie viele Tasten Sie gleichzeitig drücken. Dementsprechend hören Sie bei einstimmigem Spiel nur das erste von den 4 Instrumenten. Bei zweistimmig kommt das zweite dazu, bei dreistimmig das dritte und nur bei vierstimmig das vierte. Wenn Sie jetzt eine einstimmige Melodie etwas schludrig spielen, dass ein Ton nicht genau den anderen ablöst, also dass 2 Töne hin und wieder überlappen, bekommt das Keyboard den Befehl, zum ersten Instrument das zweite dazuzunehmen. Und das hört sich dann immer ziemlich unschön an. Hier müssen Sie also bei den Ensemble Voices ganz akkurat spielen, sonst werden Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Vorsicht auch, benutzen Sie bei den Ensemble Voice Lernstücken nicht das Keyboard-Display zur Notenanzeige. Die inkrementelle Spielweise kann damit nämlich nicht korrekt angezeigt werden. Drucken Sie sich dazu besser das Notenblatt im PDF-Format aus. Ich habe diejenigen Noten in Blau geschrieben, die festzuhalten sind, während andere Noten dazu gespielt werden sollen. So können Sie beides besser auseinanderhalten. Die festzuhaltende Note kann entweder die oberste sein oder die unterste. Vielleicht wundern Sie sich ja über die Notenschreibweise. Wir haben es rhythmisch ja mit einem Swing zu tun, aber ein Swing-Feeling kann man nicht zu Papier bringen. Die hier übliche Schreibweise ist gerade, weil es viel besser zu lesen ist. Also, man schreibt Achtelnoten hin, aber spielt das Ganze punktiert. Also immer lang kurz, lang kurz, lang kurz in Triolen. Damit ist es dem Musiker dann frei, sein eigenes Swing-Feeling auszuleben. Also auch Ihnen. In 2 anderen Lernpaketen habe ich mich mit dieser Thematik schon mal genauer auseinandergesetzt. Damit Sie nicht suchen müssen, finden Sie die beiden Links in der Information unterhalb dieses Videos. Okay, sehen wir uns mal die Einleitungstakte mit Registrierung 1 an. Hier müssen Sie nur darauf achten, dass Sie die Ein- und Mehrstimmigkeit sauber trennen. In Takt 5 bis 8 wird mehrmals der Melodieton festgehalten und unterhalb eine einstimmige Gegenmelodie dazugespielt.
Und dann kommt dies. Und in Takt 10 und 11 wird diesmal der unterste Ton festgehalten und oben die Hauptmelodie dazu gespielt. Wichtig ist, dass der Daumen hier wie festgeklebt auf dem unteren Ton sitzen muss. Mit Takt 12 dreht sich dieses wieder um. Jetzt wird der oberste Ton wieder festgehalten. Hier wechseln wir die Registrierung, weil sich die Style-Variation ändern soll. Die Ensemble Voice bleibt aber die gleiche. Aber sie klingt anders, weil wir jetzt nämlich plötzlich vierstimmig spielen. Und dadurch holen wir auch noch die anderen beiden Voices dazu. Auch hier halten wir wieder den obersten Ton fest und spielen drunter dreistimmig. Mehr als vierstimmig spielen macht eh keinen Sinn, das kann die Ensemble Voice gar nicht verarbeiten. Also auch hier ganz akkurat spielen. Mit Takt 21 und 22 und später nochmal in der Wiederholung bauen wir das Ganze jetzt noch aus. Wir beginnen mit exakt dreistimmigen Akkorden. Sauber spielen. Den letzten Akkord festhalten. Der Daumen erzeugt jetzt die vierte Stimme. Diese ist bewusst mit Posaune besetzt, dass die Gegenmelodie auch auffällt. Takt 24 dürfte der schwierigste im Stück sein. Hier halten Sie den dreistimmigen D-Septim-Akkord aus, also das C, das D und das Fis. Und dann spielen Sie mit dem Daumen die unteren Töne dazu. Sie können dafür auch die linke Hand nehmen, falls Ihnen das leichter fällt. Vorsicht, auch wieder darauf achten, dass in diesem Takt immer nur 4 Töne gleichzeitig erklingen. Sonst hören Sie die Posaune nicht. Die kommt nur bei Vierstimmigkeit. Tja, alles andere kennen Sie schon.
Die genauen Akkordtöne, die stehen in den PDF Noten, deswegen gehe ich hier nicht detailliert drauf ein. Ach ja, und nicht wundern, Sie bekommen die Ensemble Voices dieses Mal nicht als Ensemble Voices, die Sie hier über diese Ensemble-Taste laden können, sondern Sie bekommen eine Registrierungsbank, in der ich diese Ensemble Voices verarbeitet habe, aber auch gleichzeitig den Style dazu abgespeichert habe. Das hat den Vorteil, dass Sie dann das Stück genauso spielen können, wie es von mir auch eingespielt wurde. Zum Schluss noch eine Empfehlung. Das Spielen mit Ensemble Voices hat mit Übung und Disziplin zu tun. Fällt es Ihnen noch zu schwer, scheuen Sie sich nicht, das Stück zu vereinfachen. Ich würde Ihnen dann empfehlen, das ganze Stück erstmal nur einstimmig zu üben und dazu die 5 Registrierungen wie vorgesehen zu benutzen. Spielen Sie dann immer nur die obersten Töne der Noten. Auch bei den Akkorden können Sie vereinfachen. Statt zum Beispiel einen F Major 7 oder einen F6 zu spielen, reicht anfangs auch der reine F-Dur-Akkord. Und Sie müssen auch nicht immer den Fill-In-Knopf drücken, nur weil es so in den Noten steht. Also, vereinfachen Sie, was Ihnen noch zu schwer fällt. Dann haben Sie am schnellsten Erfolgserlebnisse mit den Ensemble Voices. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hello, my dear musicians. What sort of a picture comes to your mind if you listen to a jazz ballad? Most of you will likely think of a cozy bar where a couple dances slowly to a tune. All other guests have gone home already, and the bartender is fishing up, all eager to go home too. Just this last song. Or maybe this is something you'd say to your loved one late at night, just before turning off your keyboard and heading to bed. It was these 2 scenes that inspired me to come up with my new composition and its title. My Ensemble Voice Playing learning packages shall help you to learn how to control multiple voices of the Ensemble Voices using your right hand. If you are unfamiliar playing 4 voices using your right hand, then I recommend to wait a little and practice a bit more before buying this learning package. Here it is absolutely critical to play very precisely and clean to make it sound right. And to do so, you need to understand the way ensemble voices work, especially when using an incremental playing style, such as we use in this learning package. With this playing style, the keyboard looks at the pressed keys to the right of the style split point and analyzes how many keys you press at the same time. Consequently, you hear only 1 instrument out of 4 if you play just 1 voice. If you play 2 voices, it adds the 2nd instrument. Play 3, you get 3 instruments, and only if you play all 4 voices, you get the 4th instrument as well. If you play a single voice melody too sloopy, whereby 1 note doesn't cleanly replaces the last note, meaning 2 notes overlap slightly, then that tells the keyboard to add the 2nd instrument to the first one. And that sounds pretty awful. Now you can see how important it is to play accurately. Caution! Don't use the keyboard's score display with the Ensemble Voice learning songs. This is because this incremental playing style is not interpreted correctly in the score display. To work around that, just print out the PDF score file on a color printer. The notes that need to be held are colored in blue, and the remaining notes that need to be played are black. That way it is easier to keep things apart. The note that needs holding can be either the top one or the lowest one. Maybe you wonder about the way I wrote out the PDF score? Rhythmically, we are dealing with a swing, but it's impossible to document that swing feel on paper. Usually this is written all straight, just because it is easier to read that way. So we'd write eighth notes
but we play it all in triplets, so long, short, long, short. This way it allows you, the musician, to get into your own swing feel. I have already covered this topic in quite a bit of detail in 2 other learning packages. In the information below this video you will find 2 links that will lead you to 2 further tutorial videos. Okay, let us take a look at the intro bars using registration 1. Just make sure to keep the single voice and polyphony clearly separated. From bar 5 to 8 we keep holding the note of the melody while playing a counter melody below that. On we go with this. For bar 10 and 11 we hold the lowest note this time and we play the main melody above that. It's important that the thumb remains on the lowest note like it were glued on. And with bar 12, we turn this around by holding the most upper note instead. We also change the registration at this point because we want to mix up the style variants. The ensemble voice, however, remains the same, but it will sound different because now we play with 4 voices. Here too, we hold the most upper note again and play 3 voices below that. It doesn't make sense to play more than 4 voices. The ensemble voice engine is not designed for that. Over bar 21 and 22 we expand on that a little, and so we do in the repetition. We start out with exactly 3 voice chords. Play it clean. Hold the last chord. The thumb now generates the 4th voice.
This voice purposely uses the trombone to create a distinguishable counter melody. Bar 24 may as well be the most difficult in this song. Here you hold the 3-voice D7th chord, so C, D and F sharp, and you play the lower notes using your thumb. You can also use your left hand if that is easier for you. And caution again, make sure the 4 notes occur simultaneously for these bars. Else you won't hear the trombone. It only kicks in when you play all 4 voices. Everything else you will know already. You will find the exact chord notes in the PDF score file, hence I won't repeat that here again. Oh yes, and don't be surprised, you will not need to load the Ensemble Voices using the Ensemble Loading button. Instead, you receive a registration bank where I have already mixed in the Ensemble Voices and I have also added the style to that. This has the advantage that you can play this song exactly the same way I had recorded it. Now, let me add one final recommendation. Playing with the Ensemble Voices requires lots of practicing and discipline. Don't be afraid to simplify the song if it feels too tricky at first. In that case, just play the song using a single voice first. And use the 5 registrations intended for that. If you choose to do that, make sure to play the most upper notes only. You can simplify the chords as well. Instead of playing an F major 7th or F 6th, just start out with a simple F major chord. And there is no need to be too religious about pressing the fill-in button every time it shows in the score. So in short, just simplify things when it gets too difficult the first few times around. This will allow you to get a quick start with the Ensemble Voices. I wish you lots of fun with this and great success. Tschüss and until next time.